Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Tag, meine Damen und Herren. Auf der griechischen Insel Samos haben Suchtrupps in den frühen Morgenstunden Wrackteile des gestern abgestürzten griechischen Verkehrsflugzeuges gefunden. Die Maschine war in Saloniki gestartet und kurz vor der Landung auf Samos von den Radarschirmen verschwunden. Offensichtlich hat keiner der 34 Insassen das Unglück überlebt. Die zweimotorige Turboprop-Maschine vom Typ Short SD-330 gehörte der Fluggesellschaft Olympic Aviation, einer Tochterfirma von Olympic Airways. Auf dem Flughafen von Samos warteten Angehörige und Freunde der Passagiere die ganze Nacht auf neue Nachrichten. Alle 31 Fluggäste und die 3 Besatzungsmitglieder waren Griechen. Suchtrupps der Gebirgsjäger erreichten gegen 1:30 Uhr das Wrack. Der entscheidende Hinweis kam von einem Schafhirten, der im Gebirge eine Explosion gehört hatte. Die Westseite von Samos ist kaum besiedelt. Offenbar hatte der Pilot hier im Nebel die Orientierung verloren und ist mit seiner Maschine gegen einen Steilhang geprallt. Wenn der Flugschreiber gefunden ist, soll die Unfallursache näher untersucht werden. Der neue iranische Staatspräsident Rafsanjani hat der Regierung der Vereinigten Staaten angeboten, bei der Geiselaffäre in Libanon zu helfen. Rafsanjani sagte in seiner heutigen Freitagspredigt, für die Befreiung der Geiseln und die Probleme Libanons gäbe es Lösungen, die durch einen Dialog und nicht durch Gewalt gefunden werden müssten. Rafsanjani spielte damit auf amerikanische Pläne für einen Vergeltungsschlag an, der für den Fall der Ermordung einer weiteren Geisel geführt werden soll. Das amerikanische Justizministerium in Washington prüft zurzeit, ob der von einem israelischen Spezialkommando gefangen genommene libanesische Schiitenführer Obed wegen seiner Verwicklung in die Entführung des amerikanischen UN-Offiziers Higgins nach den Antiterrorgesetzen angeklagt werden kann. Obed hat nach israelischen Angaben gestanden, an der Entführung von Higgins, der angeblich am Montag ermordet wurde, mitgewirkt zu haben. Die israelische Regierung zeigte sich gestern Abend über die Aussetzung der Todesdrohung gegen eine Geisel erleichtert. Verteidigungsminister Rabin bestätigte vor Journalisten, die Entführung von Scheich Obed habe einem einzigen Zweck dienen sollen: unsere Söhne, unsere vermissten Soldaten zurückzuholen. Was one to bring back our soldiers, the missing in action and the prisoners back home. Israel stehe weiter zu seinem Angebot eines Geiselaustausches. Wenn es auch von der anderen Seite ernst gemeint sei, so Rabin, könnten über 150 schiitische Gefangene für alle westlichen Geiseln und die 3 israelischen Soldaten, die im Libanon festgehalten werden, freikommen. Mehr könne er nicht sagen. In our jails, we'll look at it positively and I have nothing to add beyond it. Eine mysteriöse Bombenexplosion in einem Londoner Hotel beschäftigt seit gestern Abend Scotland Yard. Nach der Detonation brach in dem Hotel im West-Londoner Stadtteil Paddington Feuer aus. 2 Stockwerke wurden verwüstet. Offensichtlich hatte ein Mann, der aus dem Nahen Osten kommen soll, an einer Bombe gebastelt und kam dabei ums Leben. Der Mann war das einzige Opfer der Explosion, durch die ein Loch in das Dach des Hotels gerissen wurde. Eine Verbindung zwischen dem Bombenbastler und der irisch-republikanischen Armee schloss die Polizei aus. Die Sicherheitskräfte in Großbritannien sind aus Anlass des 20. Jahrestages der Entsendung britischer Truppen nach Nordirland in erhöhter Alarmbereitschaft. Ungarn hat an den Westen appelliert, dem Land umfassende Wirtschaftshilfe zu gewähren. Die hochverschuldete Regierung in Budapest übermittelte den Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, ein entsprechendes Memorandum. Darin heißt es weiter, erwartet würden keine Schuldenerleichterungen, wie sie etwa für Polen vorgesehen seien, sondern vielmehr eine Verstärkung westlicher Investitionen und ein erleichterter Zugang zu westlichen Märkten. Die ungarische Regierung versichert zugleich, sie werde ihre Wirtschaftsreformen auch dann durchsetzen, wenn es in der ersten Phase soziale Konflikte geben sollte. Das Bruttosozialprodukt der Bundesrepublik ist nach Angaben des Staatssekretärs im Wirtschaftsministerium in Bonn schlecht im ersten Halbjahr 1989 um mehr als 4% gestiegen. Für das Gesamtjahr nannte er ein Wirtschaftswachstum von 3,5% als voraussichtlich unterste Grenze. Die Wirtschaft der Bundesrepublik, so schlecht weiter, befinde sich nach 6 Jahren Aufschwung immer noch in einem Stadium der Hochkonjunktur. Getragen werde der Aufschwung nach wie vor von den Investitionen und dem Export.
Im Außenhandel der Bundesrepublik wurden im Juni neue Rekordmarken erreicht. Die deutsche Wirtschaft führte in diesem Monat Waren im Werte von 60,8 Milliarden Mark aus. Die Einfuhren erreichten im selben Monat 46,9 Milliarden Mark. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind dies die höchsten Monatswerte, die je erreicht wurden. In Amsterdam haben sich Sinti und Roma aus allen Kontinenten zum ersten Weltkongress der christlichen Zigeuner versammelt. Die Tagung steht unter dem Motto Leben und Licht. Wie viele Zigeuner aus der ganzen Welt inzwischen in der Randstadt von Amsterdam angekommen sind, wissen die Organisatoren des Weltkongresses Leben und Licht inzwischen auch nicht mehr. Man schätzt, dass 30.000 Menschen mit 5.500 Wohnwagen in und in der Nähe der Stadt kampieren. Die sogenannten Christenzigeuner, die in ihrer Mehrheit katholisch sind, sich aber zunehmend der Pfingstgemeinde verbunden fühlen, werden in einer 110 Meter langen Zeltkathedrale mit 5.000 Plätzen bis zum 6. August zur Bekehrung aufrufen und taufen unter dem Leitwort Leben und Licht. Hauptziel des Kongresses: Verbrüderung mit dem, wie sie sagen, Normalbürger. Denn wir sind weder Messerstecher noch Diebe, jeder ist bei uns willkommen. Die Delegationen aus Albanien, Rumänien und Polen stehen im Mittelpunkt des Interesses. Zigeuner aus den USA beschäftigen sich besonders mit den schlechten Lebensmöglichkeiten der Familien aus Osteuropa. Die Stadt Amsterdam wird wahrscheinlich eine hohe Schadenersatzsumme an die Nachbargemeinde Haarlemmer Meer zahlen müssen, weil infolge der Regengüsse viele Wege durch die Wohnwageninvasion unbrauchbar geworden sind. Dies ist übrigens das erste Welttreffen der Christenzigeuner auf dem europäischen Kontinent. Bundesumweltminister Töpfer hat bei seinen Gesprächen mit dem Chef der amerikanischen Umweltbehörde in Washington, Riley, auf die baldige Weiterentwicklung der umweltpolitischen Beschlüsse vom Wirtschaftsgipfel in Paris gedrängt. Zum Abschluss seines Besuches in Washington sagte Töpfer gestern Abend, eine der Möglichkeiten dafür sei die Einsetzung gemeinsamer Arbeitsgruppen. Die US-Regierung sehe wie er die Notwendigkeit, dass die Umweltpolitik internationalisiert werden müsse. Die Sozialdemokraten wollen nach den Worten ihres Umweltexperten Schäfer einen breiten Dialog über ihr Konzept für eine ökologisch orientierte Umgestaltung der Industriegesellschaft einleiten. Dabei sei die SPD offen für Anregungen und Verbesserungsvorschläge. Mit schönen Reden und Halbherzigkeiten, so Schäfer, müsse jetzt endlich Schluss sein. Notwendig seien nun konkrete Entscheidungen. In Stade an der Unterelbe wurde heute mit der Entsorgung der 159 beschädigten Giftfässer des niederländischen Frachters Oostzee begonnen. Eine Fähre brachte die gasdicht verpackten Behälter aus Brunsbüttel zu dem in Stade ansässigen Unternehmen Dow Chemical, das ebenfalls das in den Fässern befindliche Epichlorhydrin herstellt. Nach Angaben eines Firmensprechers wird die Entsorgung etwa eine Woche dauern. Der Inhalt aller geborgenen Fässer, 38 von ihnen sind leckgeschlagen, soll in einen Sondertank gepumpt werden. Die Oostsee liegt unterdessen wieder auf Rede vor Brunsbüttel. Es befinden sich noch einige tausend Liter verseuchten Abwassers an Bord. Die Bundesregierung hat das Vorhaben des Berliner Senats kritisiert, den Flugverkehr von und nach West-Berlin einzuschränken. Der rot-grüne Senat will 36 Flüge täglich streichen, um die Lärmbelästigung zu vermindern. Werner Sonne fragte die Berliner Bundessenatorin Pfarr, ob dies nicht einen Abbau der Verbindungen nach Berlin bedeute. Dieser Zugang ist überhaupt nicht bedroht, denn wir haben zwar eine Steigerung der Fluggastaufkommen um 3%, aber wir haben eine Zunahme der Flugbewegungen von 30%. Und unser Vorschlag der Kürzung bezieht sich ausschließlich auf Flugzeuge, die nicht ausgelastet waren, die unter 60% ausgelastet waren, zum Teil um 15% ausgelastet waren, sodass wir versichern können, kein einziger Passagier wird wegen dieser Reduzierung zurückbleiben und kann den Flug nicht wahrnehmen. Da haben wir gerade im vergangenen Jahr mit einem großen politischen Kraftakt die Zahl der Flüge ausgeweitet. Die Alliierten haben ihre Fluggesellschaften dort stärker mit hereingebracht. Die Lufthansa hat mit den Franzosen zusammen eigens eine Fluggesellschaft gegründet. Was wird aus denen? Die Fluggesellschaften werden eigentlich gar keinen Nachteil haben. Wir wissen seit Jahren, und weil es die Fluggesellschaften immer sagen, dass eine Auslastung von Flugzeugen geringer als 60% unökonomisch ist. Und unser Vorschlag,
diejenigen Flüge, in denen es zeitlich parallel andere Flüge gibt und die nicht ausgelastet sind, einzustellen, beeinträchtigt deshalb die ökonomischen Interessen der Fluggesellschaften gar nicht. Gesundheitsexperten der CDU und der Grünen haben den sogenannten Wundermitteln den Kampf angesagt. Gegenüber dem in Köln erscheinenden Express sagten die Bundestagsabgeordneten Sauer und Wilms-Kegel, es müsse geprüft werden, wie die Verbraucher von solchen Mitteln, wie zum Beispiel Präparate gegen Haarausfall, geschützt werden könnten. Damit werde den Menschen nur das Geld aus der Tasche gezogen, Nutzen davon hätten lediglich die Hersteller. 8 Soldaten sind gestern Nacht in Fürth von diesem Pkw, der ins Schleudern geraten war, erfasst und verletzt worden. Die Fahrerin war leicht angetrunken und hatte sich mit ihrem Sohn ein regelrechtes Autorennen geliefert. Sie auf der rechten, er auf der linken Fahrbahn. Auf der Brücke über die Rednitz verlor die 41-jährige Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte in eine Soldatengruppe, die einen Nachtmarsch machte. 4 Soldaten wurden gegen das Brückengeländer gedrückt und fielen auf das 5 Meter tiefere Flussufer. 2 junge Männer schweben noch in Lebensgefahr. Die Fahrerin blieb unverletzt. Die Mongolen, Kunst und Kultur eines alten Reitervolkes. Dies ist der Titel einer Ausstellung in Hildesheim. Bis Ende November werden die Leihgaben aus der Mongolischen Volksrepublik und aus großen europäischen Museen zu sehen sein. Die Bedeutung des Pferdes für Geschichte und Kultur der Mongolen wird in zahlreichen Ausstellungsobjekten deutlich. Hier die Bronzefigur eines reitenden Kriegsgottes. Pferde waren und sind noch heute Garant für Sicherheit und Wohlstand des Nomadenvolkes, das im 13. Jahrhundert das größte Weltreich der Menschheitsgeschichte beherrschte. Besonders kunstvoll gearbeiteter, kostbarer Haarschmuck und die reich bestickte Brokat- und Seidentracht einer Mongolin. Diesen Mantel aus Goldlamé trug der letzte Kirchenfürst der nördlichen Mongolei. Es sind Zeugnisse der Kultur- und Kunstfertigkeit dieses Volkes. Ein Wandteppich aus Seide, eine Applikationsarbeit mit der Gestalt eines Schutzgottes. Eine Besonderheit der Ausstellung ist es, dass zum ersten Mal die 3000 Jahre alte Geschichte der Mongolen unter besonderer Berücksichtigung der Epoche ihres Weltreiches dokumentiert wird. Hier eine Abschrift der Reiseberichte des Marco Polo. Zu den Kostbarkeiten zählen diese Miniaturen aus dem 13. Jahrhundert, die das weltberühmte Geschichtswerk des Rashid ad-Din über die Mongolenherrschaft illustriert haben. Sie zeigen Szenen aus dem kriegerischen und höfischen Leben des Reitervolkes, das unter anderem Persien, Indien und China erobert hat. Diese Goldschale, eine Leihgabe der Eremitage in Leningrad, stammt aus der Blütezeit der Goldenen Horde. Das Wetter? Im Osten anfangs noch Regen, sonst wechselnd wolkig mit zunehmenden Aufheiterungen. Höchsttemperaturen im Norden und Osten um 18, sonst 21 bis 26, morgen im Südwesten bis 28 Grad. Nachts nochmals frisch mit Tiefstwerten um 10 Grad. Die weiteren Aussichten für Sonntag und Montag heiter und weitere Erwärmung auf hochsommerliche Werte, dabei zunehmend schwül. Und hier die Temperaturen von heute Mittag 12 Uhr. Hamburg wolkig 14 Grad, Berlin fast bedeckt 14, Köln fast bedeckt 17, Frankfurt fast bedeckt 18 und München heiter 18 Grad. Im Ausland sah es um 10 Uhr so aus. Stockholm fast bedeckt 14 Grad, London heiter 17, Paris heiter 21, Barcelona fast bedeckt 25, Rom heiter 25, Athen heiter 27, Ankara wolkig 23 und Moskau meldet einen heiteren Himmel bei 17 Grad.
Liebe Zuschauer, wenn Moleküle groß wie Raumschiffe werden, wenn man die Entstehung eines Chromosoms live miterleben kann, wenn Flugzeuge geflogen werden, die nur als Daten existieren, dann kann man schon von künstlichen Wirklichkeiten sprechen. Sie werden es nun im folgenden Bericht bestätigt finden, der eine Wiederholung aus dem Jahre 1986 ist.